und ich bin positiv überrascht. Durch den Sturm oder mit gar keinem Wind rüber segeln. Zuletzt bei Nami Sailing. Wir sind auf Menorca. Wir haben die versteckten Schönheiten der Nordseite entdeckt, abseits der klassischen Routen. Doch mit dem Wind werden wir hier einfach nicht warm. Und jetzt sind wir in einer ziemlich aufregenden Bucht vor Mao gelandet. Good morning, Menorca. Heute ist wenig Wind, deswegen machen wir einen Ausflug, weil morgen uns die Shorts weggeballert werden. Haben wir uns den Tag im Hafen auch gebucht, müssen vor allem unsere Vorräte mal auch wieder auffüllen. Und hier ist es ein bisschen doof mit vor Anker, weil zur Stadt ist es super weit. So, wir sind etwa 20 Meter vom Boot und Tiefe so 70 Zentimeter. Jeder Ankerplatz hat etwas zu entdecken. Ob viel oder wenig, lassen wir uns einfach überraschen. La Mola kostet Eintritt. Ja, das ist uns jetzt gerade nicht wert, weil wir sind so absolut gar nicht vorbereitet gewesen. Dachten, wir machen hier nur so einen kleinen Spaziergang. Wussten auch gar nicht, dass es hier so einen abgeschlossenen Bereich gibt. Und wir haben auch kein Trinken mitgenommen, völlig vergessen. Mittags bei 30 Grad ohne Wasser loszuziehen, ist keine gute Idee. Also nehmen wir mit, was wir auf dem Rückweg noch entdecken und dann zurück aufs Boot. Ausflug zu Ende, sind am Verdursten. So, morgen ist hier ein bisschen heftigerer Wind angesagt. Mir macht das andere Boot eigentlich nur Sorgen, dass es an der Boje liegt oder viel zu wenig Kette draußen hat. Aber es erledigt sich gerade ein bisschen von selbst. Vielleicht fahren die ja jetzt. Ich kann die auch jetzt nicht zeigen, weil die alle nackt unterwegs sind. Ja, vielleicht fahren sie. Doro baut sich lieber keinen Schattenplatz, sondern versteckt sich im Kajak. Und da fahren sie. So, Ding ist geblieben. Das heißt, da gibt es irgendeine Boje oder sowas zum Festmachen. Müssen wir uns also doch anschauen. Das heißt, Dennis taucht jetzt mal ab und schaut, ob dort eine Boje liegt. Falls ja, wäre der Schwollradius des anderen Boots viel kleiner als unserer und bei drehendem Wind könnte die Nami es rammen. Aber zuerst kommt der Ankercheck. Auch wenn das Wasser hier nicht ganz so klar ist, wie wir es sonst gewohnt sind. Der Anker sitzt bombenfest. Und weiter geht's mit Mission Bojenspionage. Also definitiv eine Boje. Aber kein Problem, wir haben gerade einen freien Platz zum Umankern gefunden. So, jetzt hat sich das Boot theoretisch unseren Platz gerade weggeschnappt. Aber wir haben festgestellt, Wind kommt morgen aus Nordost und nicht Nordwest. Das heißt, wir kommen gar nicht dahin mit unserem Hintern, sondern dahin mit unserem Hintern. Also sind wir safe. Weil das Problem wäre um 5 Uhr morgens, da sind wir jetzt nicht unbedingt
die freshesten, geht halt das Abenteuer los mit den Böen. Hier am Ankerplatz muss man wirklich genau im Auge behalten, was die anderen Boote so treiben. Wie zum Beispiel dieser riesen Katamaran. Oh, ist das jetzt 6 Uhr morgens? Es hat angefangen zu pusten. Aber bisher okay. Die Richtung ist auch etwas anders. Osten, sollte Nordosten sein. Zu unseren Nachbarn ist okay Abstand. Naja, versuchen wir noch eine Kappe Schlaf zu kriegen. Mal gucken, ob das geht. We have a reservation for today. And we wanted to ask if we can come earlier. Oh, nice. And then we call you at channel 8? 9. Okay. Die Vorhersage hat sich schon wieder geändert. Der starke Wind ist 3 Stunden früher da als angekündigt. Doch jetzt angefangen, ein bisschen stärker zu winden. Glück im Unglück, der Hafen lässt uns früher rein als sonst üblich. Jo, dann auf geht's. Nochmal 2 Meilen rein. Fürs Anker einholen haben wir uns inzwischen eine eigene Technik angeeignet. Denn es gibt mir mit der Hand Zeichen, damit ich weiß, was zu tun ist. Sehr praktisch. So muss man bei so einem Wind nicht die ganze Bucht zusammenbrüllen. Hey, man glaubt es kaum. Der Hafen ist abgesperrt. Weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ja, und mal gewinnt man, wenn man vorwärts einpackt. Und in dem Fall verliert man. Wir wissen halt echt nie an dem Port, was uns erwartet. Diesmal ist es halt etwas hoch. Naja, für voraussichtlich einen Tag überleben wir es. So, wir sind jetzt in der Innenstadt von Mahu und ich bin positiv überrascht, wie schön die Stadt doch ist. Eigentlich hatte ich sie mir älter und runtergekommener vorgestellt. Vor allem, weil sie zur Konkurrenz zu Ciutadella ist. Ciutadella sind aber sehr, sehr schön. Super schön. Also das hat mich jetzt gerade so umgeworfen. Wir laufen jetzt gerade zur Kirche. Schauen wir mal.
So, der Hafen hat uns jetzt 37 und ein paar zerquetschte gekostet pro Nacht, was es tatsächlich zum, glaube ich, zweiteuersten Hafen macht, an dem wir jetzt unsere Reise waren. Was auch crazy ist, vor einer Woche, wenn wir hier vor einer Woche da gewesen wären, hätten wir einfach das Doppelte bezahlt. Also ich glaube, dann hätte es irgendwie 67 € und noch was gekostet, weil einfach jetzt die High Season vorbei ist. Gehen jetzt rapide die Preise auch runter in allen Häfen auf den ganzen Balearen. Wir wollten noch tanken, aber das wird nicht mehr gehen. Die haben Mittagspause, die haben eine relativ lange Mittagspause. Wir haben es jetzt sowieso hier schon ausgereizt. Normalerweise ist, glaube ich, irgendwie um 12 Uhr sollte man gehen. Es ist jetzt inzwischen 15 Uhr. Aber dadurch, dass jetzt hier so ein Sonntag-Feiertag ist, interessiert es, glaube ich, auch niemanden. Keiner ist im Büro. Wir haben absolut gar keinen Wind. Wir kriegen jetzt in 6 Tagen Besuch und dann müssen wir wieder auf Mallorca sein. Und zum Rüberfahren haben wir von den, ich glaube, 5 oder 6 möglichen Tagen sind 3 Tage Flaute, 2 Tage Sturm und 1 Tag, glaube ich, Gegenwind. Irgendwie so. Also wir können uns aussuchen, ob wir verrückt durch den Sturm oder mit gar keinem Wind rüber segeln. Und wir haben uns für gar keinen Wind entschieden. Ja, also jetzt zur nächsten Ankerbucht und dann tags drauf wahrscheinlich so viel wie möglich segeln und dann halt Motoren. Unser Lieblingswetter. Oh, Scheiße. Unser Lieblingswetter. Kaum Wind, aber dafür ganz viel Welle. Tja, das Schaukeln hat nicht nur für Übelkeit an Bord gesorgt, auch unser Motor fing plötzlich an, Schluck aufzubekommen. Es wirkt, als würde er jeden Moment abwürgen. Bitte, bitte nicht jetzt! Liegt es am halbleeren Tank? Wir wissen es nicht. Aber wir handeln sofort und füllen den Tank mit unseren Reservekanistern auf. Erstmal notankern. Hier gibt es eine kleine Insel, die einigermaßen Schutz bietet. Aber ob man hier überhaupt ankern darf, ist uns in diesem Moment ehrlich gesagt egal. Das Problem muss gelöst werden, sonst sind wir manövrierunfähig. So was hatten wir jetzt auch noch nie. Also, der Motor hat Schluck auf. Okay, ich gehe jetzt runtertauchen, die Welle anschauen, ob da vielleicht sich was verfangen hat. Doro geht sich jetzt den Wasserabscheider anschauen. Und dann geht sie auch vom Tank das Wasser abzwacken. Das haben wir auch schon länger nicht gemacht. Vielleicht kommt ja Wasser in den Sprit rein, deswegen sich so komisch benimmt. Das sind auf jeden Fall die 3 Sachen, die wir machen werden. Also in der Welle war nichts. Ich dreh auf, ja? Ja. Okay, das war drin Diesel praktisch nur. Und was auch immer das unten hier ist. Vielleicht war das einfach in diesem Ablassschlauch, weil da ist ja immer so ein Rest drin und vielleicht wächst es da vor sich hin. Da kommt ja Luft und so dran. Das war ein Wasserabscheider. Die Stunde der Wahrheit. Wir sind skeptisch und ehrlich gesagt auch ein bisschen ängstlich. Sollte uns der Motor mitten auf See wirklich abschmieren, können wir nichts machen. Aber der Schluckauf trat eben während der Fahrt auf. Also müssen wir auch fahren, um zu sehen, ob er noch da ist. Zur Sicherheit halten wir uns diesmal etwas näher an der Küste. Okay, die ersten 10 Minuten sind rum. Und der Schluckauf scheint verschwunden.
Unsere Vermutung, es lag am Dieseltank. Der war nur noch zu einem Drittel gefüllt und durch die Wellen ist der Sprit so stark hin und her geschwappt, dass der Motor zwischendurch keinen Nachschub mehr bekommen hat. Das nenne ich mal eine gute Gefahrenkennzeichnung. Krass, wie flach da wird. Wie sich einfach die Wellen brechen. Für die Nacht suchen wir uns erstmal einen sicheren Ankerplatz, bevor es morgen zurück nach Mallorca geht. Der erste Ankerspot ist leider für Schwimmer abgesperrt. Das heißt, wir können nicht reinfahren. Versuchen wir es da drüben. Und das nächste Mal bei Nami Sailing. Der ursprüngliche Plan war es, da zu ankern, aber